Während Großadmiral Raeder seit Beginn des Krieges offen die Besetzung Norwegens einforderte, vertrat Hitler die Ansicht, dass die Neutralität der skandinavischen Länder gewahrt bleiben sollte. Erst als die deutsche Abwehr meldete, dass die Briten eine Landung in Norwegen vorbereiteten, stimmte Hitler den Invasionsplänen zu und bestimmte den 9. April zum Tag des deutschen Angriffs. Innerhalb weniger Stunden liefen die Vorbereitungen für die größte Landungsaktion der Wehrmacht während des gesamten Zweiten Weltkriegs auf Hochtouren. 11 deutsche Kriegsschiffgruppen, unterstützt von Luftlande- und Gebirgseinheiten, begannen den Wettlauf gegen die Briten. Das Unternehmen Weserübung lief an. Operativer Kopf des Feldzuges war Erich Raeder. Seine Pläne stützten sich auf eine Studie des Vizeadmirals Wegener, der bereits 1926 im Falle einer erneuten kriegerischen Auseinandersetzung mit Großbritannien die Okkupation Norwegens und Nordfrankreichs gefordert hatte. 9. April 1940. Das Oberkommando der Wehrmacht meldet: Um dem im Gang befindlichen britischen Angriff auf die Neutralität Norwegens entgegenzutreten, hat die deutsche Wehrmacht den bewaffneten Schutz dieser Staaten übernommen. Nur einen Tag zuvor, am 8. April, hatten britische Kriegsschiffe tatsächlich mit der Verminung norwegischer Hoheitsgewässer begonnen. Für Hitler ein willkommener Anlass zur Rechtfertigung seiner eigenen Invasionspolitik. In den frühen Morgenstunden drangen deutsche Seestreitkräfte in den Großen Belt ein und landeten Truppen in Korsør und Nyborg. Das Unternehmen gegen Norwegen war die erste gemeinsame Operation von Armee, Kriegsmarine und Luftwaffe. Allerdings ohne gemeinsamen Oberbefehl. Das Unternehmen Weserübung forderte auf deutscher Seite hohe Opfer. Im Kampf um den Erzhafen Narvik erlitten die Zerstörerflottillen katastrophale Verluste. Und im Oslofjord sank der funkelnagelneue schwere Kreuzer Blücher. Heute weiß man, dass Deutschland bei der Besetzung Norwegens den Briten nur um wenige Stunden zuvor gekommen ist. Der deutsche Erfolg führte in England zu einer Regierungskrise. Neuer Premierminister wurde Winston Churchill. Der Feldzug im Norden war noch nicht abgeschlossen, als die deutsche Wehrmacht auch im Westen losschlug. Innerhalb weniger Tage stießen die deutschen Panzerspitzen bis zur Kanalküste vor und schlossen das Gros des britischen Expeditionsheeres und Teile der französischen und belgischen Armee in Dünkirchen ein. Aus Furcht vor einer französischen Gegenoffensive in die Flanken seiner weit nach Westen vorgerückten Armeen befahl Hitler am 24. Mai, den Angriff zu stoppen. Die Briten erkannten ihre Chance. Mit allen zur Verfügung stehenden Schiffen evakuierten sie innerhalb von wenigen Tagen 340.000 Mann, darunter 120.000 Franzosen, aus dem eingeschlossenen Dünkirchen. Am 14. Juni marschierten deutsche Truppen in Paris ein. Nur 8 Tage später kapitulierte Frankreich. Um Frankreich nicht zu demütigen, verbot Hitler jede Siegesparade in Paris. Erlaubt war nur der Vorbeimarsch der siegreichen Truppen vor ihren Kommandeuren. Der Waffenstillstand legte fest, dass nur der nordwestliche Teil Frankreichs besetzt werden sollte. Der französische Süden blieb frei. Hier übernahm Marschall Pétain, der Verteidiger von Verdun, die Regierungsgewalt. Die Anfrage von Großadmiral Raeder, ob Deutschland die französische Flotte als Kriegsbeute beanspruche, wies Hitler mit dem Hinweis zurück, die Flotte sei unbesiegt und daher nicht zu beanspruchen. Ein Teil sollte abgerüstet werden, den Rest behielt Pétain zur Wahrung der französischen Interessen in den nordafrikanischen Kolonien. Pétain verlegte den Großteil der französischen Flotte in den algerischen Hafen Mers el-Kebir. Am 3. Juni 1940 erschien ein britisches Flottengeschwader mit den Schlachtschiffen Hood, Valiant und Resolution sowie dem Flugzeugträger Ark Royal und weiteren Einheiten unter dem Kommando des britischen Vizeadmirals Somerville. Die Briten forderten die Franzosen zur sofortigen Übergabe der Schiffe auf, angeblich um zu verhindern, dass sie den Deutschen in die Hände fielen. Als die französische Führung ablehnte, eröffnete das britische Geschwader ohne weitere Warnung das Feuer und versenkte den größten Teil der französischen Flotte, die sich kämpfend widersetzte, aber gegen die Übermacht chancenlos war.
Nur das Schlachtschiff Strasbourg konnte entkommen. Auf französischer Seite kamen bei diesem Gefecht mehr als 1700 Soldaten und Offiziere ums Leben. Weitere 400 wurden verletzt. Angesichts der Blitzsiege über Polen, Frankreich, Belgien und die Niederlande drängte Raeder Hitler zu einer aktiven Politik auch im Mittelmeer. Er forderte den Krieg gegen den Hauptgegner England und plädierte bereits im März 1941 für die Besetzung Griechenlands. Noch zögerte Hitler. Parallel zu den Feldzügen im Westen und Norden begann der Handelskrieg der deutschen U-Boote. Während die Alliierten ihre U-Boote in der Regel nur zu Einzelaktionen einsetzten, führte die deutsche Seite von Anfang an einen organisierten U-Boot-Krieg. Ziel ihrer Angriffe waren vor allem die alliierten Transportschiffe. Rückblickend betrachtet gab es 3 große Phasen im deutschen U-Boot-Krieg. Erstens die sogenannte Goldene Zeit vom Juni 1940 bis zum Mai 1941. In dieser Zeit versenkten die deutschen U-Boote vor allem westlich von England 2.591.000 Bruttoregistertonnen gegnerischer Schiffstonnage. Zweitens die sogenannte Zweite Goldene Zeit von Februar bis Oktober 1942. In den Gewässern vor der amerikanischen Küste eingesetzt, versenkten die U-Boote rund 1 Million Bruttoregistertonnen gegnerischer Schiffstonnage. Und drittens die Zeit der schweren Geleitzugschlachten im Frühjahr 1943 im Mittleren Atlantik. Hierbei versenkten die deutschen U-Boote noch einmal rund 620.000 Bruttoregistertonnen gegnerischer Schiffstonnage. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Zahl der eingesetzten U-Boote. Sie verdeutlicht mehr als die reinen Versenkungsziffern die Entwicklung des Krieges. Während in der ersten Phase nie mehr als 20 Boote gleichzeitig operierten, waren es in der zweiten Phase schon bis zu 50. Bei den Geleitzugschlachten waren schließlich sogar 100 und mehr Boote gleichzeitig eingesetzt. Zahlen, die belegen, dass die deutschen U-Boote es im Verlauf des Krieges immer schwerer hatten, ihre Gegner zu erreichen. Obwohl sie spektakuläre Erfolge erzielten, mussten die Grauen Wölfe mit zahlreichen Problemen kämpfen. Vor allem waren die Torpedos technisch unausgereift. Im November 1939 schoss ein deutsches U-Boot westlich der Orkneys einen Dreierfächer auf das englische Schlachtschiff Nelson. Alle 3 Torpedos trafen, explodiert ist nicht einer. Bedeutsam ist dieser Zwischenfall auch in anderer Hinsicht. An Bord des torpedierten Schiffes Nelson hielt sich zum Zeitpunkt des Angriffs kein geringerer als der britische Premierminister Winston Churchill auf. Man kann nur spekulieren, welche Auswirkungen sein Tod auf die weitere britische Kriegsführung gehabt hätte. Zwischenfälle wie dieser wiederholten sich mehrfach. Während der Besatzungsoperation Norwegens schossen deutsche U-Boote im Fjord vor Narvik nicht weniger als 5 Torpedos auf das britische Schlachtschiff Warspite ab, die allesamt nicht explodierten. Die Versagerquote der deutschen Torpedos lag zu diesem Zeitpunkt bei fast 50%. Mitte 1940 setzte der verschärfte U-Boot-Krieg ein. Trotz neuer Angriffstaktiken und technischer Neuerungen verlor die deutsche Seite zahlreiche U-Boote. Der Verlust erfahrener Kommandanten und bewährter Mannschaften war nur schwer auszugleichen. Allein im März 1941 kamen mit Günter Prien und Joachim Schepke 2 der erfolgreichsten Kommandanten ums Leben. Immer öfter musste die zweite Generation, die einstigen Wachoffiziere, als Kommandanten nachrücken, um die Lücken zu füllen. Eine entscheidende Bedeutung im U-Boot-Krieg kommt der Chiffriermaschine Enigma zu, die zum Verschlüsseln des täglichen Funkverkehrs diente. Aufbauend auf Erkenntnissen polnischer Wissenschaftler war es den Engländern aber schon ab Mitte 1941 möglich, einen Teil der deutschen Funksprüche mitzulesen.
Als es ihnen gelang, von dem gekaperten deutschen Unterseeboot U-110 geheime Dokumente und eine moderne Enigma-Chiffriermaschine zu erbeuten, war der deutsche Funkcode weitgehend geknackt. Immer schneller gelang es den alliierten Spezialisten, die Befehle der Seekriegsleitung zu entschlüsseln und die Aufenthaltsorte der deutschen U-Boote zu bestimmen. Der Anfang vom Ende der deutschen U-Boot-Waffe. Während die deutschen Truppen an der Ostfront auf dem Vormarsch waren, wurde dem Deutschen Reich ein neuer Gegner aufgezwungen: die Vereinigten Staaten von Amerika. Nachdem die Japaner am 7. Dezember 1941 den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor angegriffen hatten, erklärten Deutschland und Italien als Verbündete Japans den USA den Krieg. Heute weiß man, dass der amerikanische Präsident den Angriffsplan der Japaner kannte und bewusst den Tod tausender GIs in Kauf nahm, um in den USA Stimmung für den Kriegseintritt zu machen. Wie schon im Ersten Weltkrieg, so hatte die Regierung der Vereinigten Staaten auch bei Beginn des Zweiten Weltkriegs eine Neutralitätserklärung abgegeben. Doch ebenso wie 1914 drängten auch jetzt die wirtschaftlichen Interessen die moralischen Bedenken zurück. Der Verkauf von Waffen im großen Stil erfolgte Cash and Carry, Barzahlung bei Lieferung. Die US-Wirtschaft florierte. Ungeachtet der immer offensichtlicheren Missachtung der Neutralität befahl Dönitz seinen U-Boot-Kommandanten: Führer hat Vermeidung jeden Zwischenfalls mit den USA für die nächsten Wochen befohlen. In allen denkbaren Fällen in diesem Sinne handeln. Darüber hinaus, bis auf Weiteres, Angriffe nur auf Kreuzer, Schlachtschiffe und Flugzeugträger und nur, wenn diese einwandfrei als feindlich erkannt, freigegeben. Abgeblendet fahren gilt bei Kriegsschiffen nicht als Beweis feindlichen Charakters. Wenig später ließen die USA auch die letzte Maske fallen. Im Tausch gegen Stützpunkte auf britischen Atlantikinseln lieferten sie England 50 Zerstörer speziell für die U-Boot-Jagd. Die Situation eskalierte. Zunächst meldete die US-Navy die exakten Standorte aller deutschen und italienischen Schiffe im westlichen Atlantik an die Briten. Dann erlaubte die USA ihren Handelsschiffen, sich zu bewaffnen, und schließlich gab sie ihren eigenen Kriegsschiffen den Befehl, jedes deutsche oder italienische Kriegsschiff, das in Gewässern fuhr, die für die amerikanische Verteidigung wichtig waren, anzugreifen. Die deutsche Kriegserklärung war angesichts dieser Realität nicht mehr als ein bloß formaler Akt. Anfang Januar 1942 begann die Operation Paukenschlag, der U-Boot-Einsatz vor der amerikanischen Atlantikküste. Obwohl zunächst nur 5 deutsche U-Boote daran beteiligt waren, waren die Erfolge erstaunlich. Ende des Monats waren bereits 31 Schiffe an der Küste und 49 im Atlantik versenkt worden. Durch die Einführung eines U-Boot-Tankers, der sogenannten Milchkuh, der die deutschen U-Boote auf hoher See verproviantierte und beölte, wuchs die Operationsfähigkeit beträchtlich. Am Ende des ersten Halbjahres 1942 waren vor der amerikanischen Küste 495 Schiffe versenkt worden, während nur 12 deutsche U-Boote verloren gegangen waren. Am 12. September 1942 traf der deutsche Kapitänleutnant Werner Hartenstein mit seinem Boot U-156 vor der afrikanischen Küste auf den britischen Passagierdampfer Laconia. Der Dampfer war als Hilfskreuzer zum Truppentransport im Einsatz. Seine Bewaffnung bestand aus 14 Geschützen sowie Wasserbomben. Auf dem Schiff, das sich auf dem Weg von Suez nach England befand, waren zu diesem Zeitpunkt neben der Besatzung hunderte britische Passagiere, darunter zahlreiche Frauen und Kinder, sowie 1800 bei El Alamein in Gefangenschaft geratene Italiener, die von polnischen Soldaten bewacht wurden. Gegen 22:07 Uhr kam U-156 zum Schuss. Als der 19.695 Bruttoregistertonnen große Dampfer zu sinken begann, näherte sich Hartenstein umgehend, um die Schiffbrüchigen zu retten. Von den ersten Geretteten erfuhr der deutsche Kommandant nicht nur, wie viele Menschen an Bord waren, sondern auch, dass die polnischen Wachmannschaften sich weigerten, die Gefangenenräume im Unterschiff zu öffnen und sogar auf die Italiener schossen, die versuchten, aus den Bullaugen zu entkommen.
Hartenstein funkte an Dönitz, schilderte die Lage und bat um weitere Befehle. Der Befehlshaber der U-Boote, kurz BDU, ließ sofort alle in der Nähe befindlichen deutschen U-Boote Kurs auf die Unglücksstelle nehmen. Deutschland veranlasste außerdem die Vichy-Regierung, in Dakar liegende französische Schiffe zur Untergangsstelle zu beordern, um die Rettungsmaßnahmen zu unterstützen. 6 in der Nähe der Untergangsstelle befindlichen deutschen U-Boote brachen ihre Operationen ab und eilten zu Hilfe. Ein einmaliger Vorgang in der Seekriegsgeschichte. Hartenstein selbst bat in einem offenen Funkspruch auf der internationalen Welle in englischer Sprache um weitere Hilfe. U-506 und U-507 hatten bereits zahlreiche Schiffbrüchige an Bord genommen, als sich ein amerikanischer Liberator-Bomber näherte. Hartenstein, der zur eigenen Sicherheit auf seinem Schiff eine Rotkreuzfahne ausgebreitet hatte, ließ mit Handscheinwerfern morsen: »Deutsches U-Boot mit Schiffbrüchigen an Bord. Haben Sie Schiff in der Nähe gesehen?« Als keine Reaktion erfolgte, morste einer der geretteten britischen Offiziere mit dem Handscheinwerfer: RAF-Offizier von deutschem U-Boot, Überlebende der Laconia an Bord. Der Bomber drehte eine Runde und griff Minuten später an. Seine Bomben schlugen zwischen die Rettungsboote, brachten ein Boot zum Kentern und töteten zahlreiche Schiffbrüchige. Danach drehte die Maschine ab. Als sie später zurückkehrte, warf sie 2 weitere Bomben ab, die U-156 trafen und beschädigten. Hartenstein bat die geretteten Schiffbrüchigen von Bord zu gehen, übergab 800 Engländer und 450 Italiener den inzwischen eingetroffenen französischen Schiffen und tauchte ab. Dönitz befahl angesichts dieser Ereignisse am 17.09.1942 allen deutschen U-Booten, keine weiteren Maßnahmen zur Rettung Schiffbrüchiger zu unternehmen.